Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blecker das am Start und willkommen zu einem neuen Dual Drift Vlog. Oh mit yeah! David zusammen. Was geht? Was geht ab, David? Zack. Ist das dein erster HD-Moto-Vlog eigentlich? Ja, stimmt. Oh ja. Deswegen sollen die Leute mal... Oh, geil, eine MC. Deswegen sollen die Leute mal in die Kommentare schreiben, wie jetzt gerade die allererste Empfindung ist von der Soundqualität. Das würde mich echt interessieren. Das stimmt. Und während der hier richtig weirde Scheiße macht, kann ich mal erklären, was das überhaupt bedeutet. Und zwar haben wir ein komplett neues Setup, in dem jeder von uns sein Audio über ein Lavalier-Mikrofon aufnimmt. Das heißt, wir reden zwar immer noch über Sena, nehmen über die GoPro auf, aber ihr seht schon hier, das ist ein Lavalier-Mikrofon, mit dem man halt auch für sag ich mal, richtige Filmaufnahmen oder fürs Fernsehen einfach, auch wenn die Kamera weiter weg ist, den Ton, den jemand spricht, klar aufnimmt. Das heißt, das benutzen wir auch immer bei unseren Special-Videos, bei dem Glow-in-the-Dark-Merch-Video oder so, wo man dann die Stimmen hört und so weiter. Und das einfach jetzt in einem Motovlog bringt einfach von jedem die beste Qualität rüber. Und da bin ich absolut gespannt, ob das jetzt alles so funktioniert. Weil ich habe es ja noch nie gemacht, das ist der erste Versuch. Ihr hört es jetzt, ich habe es selber noch nicht gehört. Ne? Geil, genau das habe ich auch gesagt. Am Anfang, als ich den allerersten gemacht habe. Ich so, ja, ihr hört es ja jetzt schon, ich höre es jetzt gerade noch nicht. Ja, weil man es ja irgendwann aufnehmen muss, ne? Beim Schneiden höre ich es dann schon. Aber ja, ihr seht schon, wir sind richtig dick verpackt, weil mittlerweile ist der Winter auch in Hamburg angekommen. Wir haben, glaube ich, 5 Grad oder 4. Das heißt nicht allzu kalt, Straßen sind schön trocken, es wird noch nicht so glatt sein. Aber es ist schon ziemlich kalt, oder? Ja, auf jeden Fall, es fröstelt ein bisschen. Wobei ich sagen muss, jetzt gerade ist die Temperatur noch okay, zumindest wenn wir hier in der Stadt rumfahren. Weil und in der Sonne, ne? Ja, boah. Alter Schwede, was ist denn hier Junge, los? ist das hier voll! Boah. Aber man muss auch sagen, es ist Sonntag. Junge. Es ist vielleicht der letzte Tag, der relativ warm ist, sage ich mal, für diese Zeit. Und da zieht es natürlich alle von ihren Wohnzimmern nochmal raus an die frische Luft. Eben. Was ich gerade noch sagen wollte, ich finde die Temperatur eigentlich noch okay, denn unangenehm wird es meiner Meinung nach erst, wenn dir die Hände abfrieren. Weil Oberkörper und auch unten Hose, Schuhe und so weiter, das kannst du dir gut einpacken. Aber die Hände, die kannst du nicht so dick einpacken, weil irgendwann kannst du dann nicht mehr mit den Wurstfingern Motorrad fahren. So, und wenn die Hände wirklich so kalt sind, dass es weh tut, dann fahre ich nicht mehr so gerne Moped. So, das ist dann halt wirklich so, wo ich sage so, oh, mega scheiße. Aber jetzt gerade finde ich es eigentlich ganz okay. Ist kühl, aber ist geil. Auf jeden Fall. Und auch echt schön, weil ich habe es in einem Video vorgestern schon mal angeteasert. Während ihr jetzt dieses Video hier seht, sind wir ja schon in China. Ne? Ja, stimmt. Das heißt, allererste Mal. Bisschen vorproduziert. Und ja, genau. Ich war schon mal in China, aber ich war noch nie außerhalb von einem Flughafen. Das heißt, ich bin richtig gespannt. Wir sind in Macau bei der nicht MotoGP, bei der Macau GP, also der große Preis von Macau, Straßenrennen. Unterstützen da das Team von BMW Deutschland. Bin mega gespannt. Und ihr könnt es natürlich mitverfolgen auf unseren Instagram-Account. Deswegen schaut auf jeden Fall mal bei Blackout und David Boss dann vorbei und schaut euch die Stories an. Ne? Wird richtig geil sein. Oh, guck mal, wie schön der M4 mit diesem geilen Goldgelb. Oh, das Kennzeichen. Ja. WLDZ1. Einfach ein 1er-Kennzeichen. Oh, Wahnsinn. Wo war ich bei einem M4? Ein 4er geiler. Chevrolet DZ M4. Das ist ja schon Baba. Richtig geil. Das ist ja schon Baba. Aber was haben wir denn jetzt hier für einen ekligen Stau, Alter? Das an einem Sonntag, crazy. Ja. Es ist richtig schön, finde ich. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, es ist richtig schön, irgendwie wieder mit dir auf dem Motorrad zu sitzen und endlich mal wieder ein paar Runden zu drehen. Wir haben das echt viel zu wenig gemacht. Und man merkt irgendwie immer erst, wenn die Saison vorbei ist, was man alles verpasst hat und hätte machen können. Ja, mega. Also jetzt, wo du das gerade ansprichst, genau das wollte ich auch sagen. Jetzt ist der Sommer vorbei, es wird arschkalt. Was machen wir dann so? Ey, ja, geil, wir können ja eigentlich mal ein bisschen mehr Motorrad fahren. Ja, aber weil es aber auch wirklich so ist, dass einfach im Sommer so viele Events sind und Geschichten, wo man irgendwie unterwegs ist. Und im Winter ist man halt oft irgendwie zu Hause und da ist nicht viel los. Ne? Das heißt, hier hat man ja Zeit, um mal Motorrad zu fahren. Geil. Der musste sein. Ja, nee, stimmt schon. Also im Winter ist es ja echt ruhiger. Ne? Es wird früher dunkel und
das ist halt so paradox. Du hast im Sommer permanent den ganzen Tag die Möglichkeit. Oh, willst du jetzt auch einen Pullen hier? Nein, ja. ich habe mich gerade verschaltet, Ach so. weil ich vergessen habe schon wieder, dass ich ja Quickshifter habe. Das Ja, vergesse ich stimmt. immer wieder bei dem Bike. Digga, weißt du, was mich richtig gestört hat? Was? Als wir jetzt in Spanien waren, ich hatte einfach nur mein Deo mit und alle, wirklich alle hatten abends, vor allem wir waren ja auf so einer Gala dann, alle hatten so ein richtig geiles Parfüm. Vor allem, als wir dann, weißt du noch, als wir an der Bar gesessen haben, wo ich dann noch meinte so, was riecht hier so krass gut? Da war ja stimmt. Dari, Ja. ne? Ja. Saß irgendwie neben dir. Ich war da noch dabei und dann meinte ich so, boah, was riecht hier so gut, was riecht hier so gut? Und dann meintest du, das ist das Gammon. Und ich so, niemals. Ne? Und dann hast du gesagt, Doch, ja komm, stimmt. riech mal. Und du hast nur einmal drauf gesprüht, meintest du. Und das fand ich echt krass. Man hat das irgendwie schon stark gerochen. Also ich war jetzt nicht direkt neben dir, sondern schon so 2 Meter entfernt. Aber es war halt nicht so penetrant. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf gerade komme, aber wirklich richtig random. Das war echt Eigentlich brauche ich richtig- das auch. Also ich krieg immer mehr Bock da drauf. Du hast das ja jetzt immer wieder mir gezeigt und ich riech's auch immer wieder. Ne, wenn ich drauf achte, es ist echt krass. Weil es auch einfach geil ist. Also ich kläre das auf jeden Fall für dich, Ja, dass bitte. du was bekommst, dass Hier, du ein Black Paket Tea. bekommst. Oder Black ich Hoodie. glaube, warte mal, pass auf. Was dabei? Nicht, ja, eins habe ich echt immer, oder? Habe ich das dabei? Dann würde ich. Eins habe ich immer dabei. Geil. Kann ich ein haben? Warte. Jetzt Kannst hier, du mir das- was meinst du, dass der Autofahrer Warte. so kurz ein bisschen Parfüm? Oh, riecht das geil. Ist echt Oh, nice, riecht oder? das geil. Also, das ist jetzt richtig witzig, wie so ein richtig geiles Teleshopping-Format. Aber eigentlich ist es Oh. echt geil. Das ist halt das Nice, dass es so klein ist, ne? Ich habe halt mehrere. Eins habe ich im Auto immer dabei, eins habe ich in der Jackentasche immer dabei und eins habe ich halt zu Hause. Genau für solche Momente, weil das ist halt geil. Dann in Spanien, als wir mit den ganzen Leuten unterwegs waren und so, ist halt cool, gut zu riechen. Also ich feiere das einfach. Ne? Vor das ist was allem- Schönes. Was ich halt geil finde, also no shit, weil andere denken ja immer so, ah ja gut, gutes Parfüm drauf, dann riecht der andere mich gerne, ja, weil ich dufte dann bla bla bla. Aber ganz ehrlich, für dich selber ist es mega. Ja. Also du hast mir das jetzt aufgesprüht und ich selber rieche das ja und ich selber fühle mich dann, also ich fühle mich dann wirklich Klar. besser. Deswegen kam mir gerade nämlich dieser Gedanke, wie gesagt, ich war da und jeder hat an diesem Galaabend Parfüm drauf und ich gar nichts. Und dann dachte ich mir so, irgendwie, irgendwas fehlt, weißt du, und das war halt das richtige Parfüm. Und ich glaube in dem Moment, Also, ich hier, Black das- Hoodie ist doch mein Favorit, das ist doch Ja. Nummer 4, oder? Ja. Boah, guck mal, wie Ähm, geil ich bin. Digga, wie... Weißt du was? Geisteskrank, was die Freunde, die guckt sich so witzig an, völlig verstört. Das finde ich halt bei Männern auch so. Also ich stehe auf Mode, ne? Man Ja. muss aber nicht auf Mode stehen. Bei einem Mann finde ich, oh, ich rieche das gerade richtig krass. Wenn du einen guten Geruch hast und, das finde ich, manche auch nicht, eine geile Uhr, dann kannst du sonst anziehen, was du willst und du siehst einfach richtig, du bist einfach richtig geil gekleidet. So, bist geil cool. Also, weißt du, wie ich das meine? Ja, Bist voll. einfach schick unterwegs, kannst normale zerrissene Jeans und ein schwarzes T-Shirt anhaben und du bist halt trotzdem heftig. So. Mega. Ja, aber das ist das, was ich dazu sagen wollte. Mega geil. Ich versuche das zu klären, auf jeden Fall. Ja, das wäre echt cool, Mann. Lass mal ein bisschen vorfahren. Ja, filtern. Was soll ich gerade sagen? Genau, im Sommer ist es mega lange hell, es ist geiles Wetter, du hast immer die Möglichkeit eigentlich Motorrad zu fahren. Aber irgendwie ist man dann so, morgen kann ich auch noch eine Runde fahren Ja. oder hier und da und bla bla bla. Und jetzt im Winter, es ist mega kurz hell, wird super früh dunkel. Ne? Fahren wir hier eigentlich so geradeaus, oder? Ja. Ja, ne? Es wird mega früh dunkel und es ist kalt. Und was macht man dann? Ja komm, jetzt noch eine Runde Motorrad fahren. Crazy, oder? Woran liegt das? Ich weiß es echt nicht. Also ich habe keinen Plan. Oh Gott, komm mal hier rechts rüber. Wir stehen ja richtig beschissen. Mitten auf der Straße quasi. Ja. Geil, der Dom ist wieder in Hamburg. Der Jahrmarkt. Wer ihn nicht kennt. Jetzt stehen wir gleich trotzdem, wenn es grün wird, auf der Straße. Das ist ein bisschen unangenehm. Ja. Da merkt man, dass wir den Verkehr nicht richtig verfolgt haben. Ja, jetzt. Meinst du eigentlich, wir haben uns wieder die beste Zeit hier ausgesucht? Ja. Oh Gott, ist das unangenehm. Mir ist das gerade richtig unangenehm. Jetzt haben wir Mit im dem Oh Kinderwagen. Gott, jetzt schlimmer wird's nicht. Geil, hast du gesehen? Lag da so. Und noch Oh, ein shit, und noch Kinderwagen. einer. Das ist Oh doch, mein wir sind Gott, doch, Alter. ist ja wie im Film. Digga, das gibt's nicht. Hinten vor einem. Ist das unangenehm. Ich möchte ganz schnell weiterfahren. Ja, und jetzt wird grün und die ganzen
Wege sind dann noch mit Menschen besetzt. Ja, und jetzt wird's schon wieder rot. Was ist denn das hier für eine Das kann doch Verabschaltung? nicht wahr sein. Alter, Das kann doch nicht wahr sein. Lass mal filtern. Komm, auf jeden filtern, Fall. filtern, filtern. Filter Extreme. Ja, man, schön nach vorne. Digga, was ist denn hier los? Also man muss sagen, in Hamburg ist so generell schon viel los, aber heute hier, das ist schon ganz schön extrem. Ja, Ne? ist echt crazy. Also was hier abgeht, alter Schwede. Ich wollte noch mal kurz... Oh, schönes Auto, guck mal. Wir lassen uns durch jeden Scheiß ablenken heute. Fokus, Fokus. Heute? Immer. Immer. Das sind doch unsere Drift-Vlogs. Deswegen haben wir sie ja so genannt, weil wir immer abdriften. Ah. Für die Leute, die immer noch nicht wissen, warum Drift-Vlog. Wusste das bis gerade nicht. Weil wir abdriften und weil wir driften ja nicht mit den Bikes, aber weil das irgendwie mit Motor, Auto zu tun hat. Also quasi ein Teekesselchen, ein Wortspiel. Was ich jetzt sagen wollte, auch richtig lustig, seit ich mit Annika zusammen bin, fahre ich viel weniger Motorrad. Die Leute würden denken, du bist mit jemandem zusammen, der auch Motorrad fährt, dann fährt man ja nur noch Motorrad, Ja, eigentlich was ich schon, auch oder? mir gedacht habe. Aber irgendwie, seitdem fahre ich noch weniger. Das ist echt richtig skurril. Habe ich mir vorher nicht so gedacht. Wobei ich aber jetzt auch nicht, also ich bin trotzdem froh, wie es ist und es ist echt richtig toll. Aber es ist einfach ein lustiger Nebeneffekt. Ne? Und ich glaube, es liegt dann einfach daran, dass man eine Freundin hat, weil viele sind dann so, oh, ich habe jetzt eine Freundin, ich kann nicht mehr so viel Motorrad fahren und denken dann, bei mir ist es anders, ist es aber nicht. Oh, riecht das hier geil. Nach gebrannten Mandeln, Zuckerwatte, Schmalzgebäck. Hier Hier ist das sind lecker. so viele Motorradfahrer unterwegs. Ey, sollen wir heute Abend noch eine Runde Wanderung? Safe. Oder? Ich hätte schon Bock. Oh, Hätte fuck, ich auch hab richtig abgewürgt, Bock. Alter. Oh, ist das, Oh, ist das peinlich. Oh, ist das peinlich. Ich hab, Digga, da Mach muss ich erstmal keinen... Wheelie Nein, hier raushauen. ist die Polizei. Achso, oh Gott, das Hinterrad hat schon durchgedreht, Alter. Boah, Der war hat das auch dich knapp. genau angeguckt. Echt? Ja. Junge. Das war auf jeden Fall ein Cringe-Moment hier. Oh Gott. Da geht mir das Herz schon in die Hose. Warum? Ja, hier der Stau, ne? Und dann pullt er da den Wheelie, der Ja, vorm Stau. der Sören. Vorm Stau. Ist wichtig, dass man das vorm Stau macht. Ja, die wollen ja alle rechts, ne? Die wollen alle zum Dom. Junge. Aber hier, China, Macau. Du hast doch gesagt, Macau, spricht man das so aus? Macau, Ja, ich hoffe. ja. Ich habe ja immer hier und da mal Sprachfehler bei manchen Wörtern. Das ist krasser als Las Vegas? Ja, also ähnlich, Niemals. aber größer und mehr und teurer und so. Das ist ja vollkommen crazy. Aber auf der anderen Seite ist halt auch China. Wir kriegen nicht so viel davon mit, dass alles größer. Man denkt auch irgendwie, das und das wäre die größte App und dann gibt es eine chinesische App, die ist viel größer. Oder weißt du, wer die zweitgrößte, also der am zweitmeisten Platten auf der Welt verkauft, ist auch eine koreanische Band oder so. Davon kriegen wir hier gar nichts mit. Ich habe Indien heute ist doch irgendwie so eine krass, oder? Statistik angeguckt und ich dachte mir so, hä, wer ist das? Und dann habe ich das gegoogelt und dann habe ich gesehen, okay, Asien. So, das ist einfach, da gibt es so viele Menschen, deswegen ist auch vieles einfach größer. Ne? Aber so ein bisschen zocken gehen im Casino, das ist doch schon drin, oder? Safe, machen wir. À la Mann. Knossi-Art. Wir rufen ihn ja. an und fragen ihn nach Tipps. Ey, soll man einen Livestream machen? Im Casino geht nicht. Du darfst nicht mal dein Handy rausholen. Da bist du sofort... Echt? Ja, klar. Hä, das ist wie in Las Vegas. Du darfst dein Handy nicht rausholen im Casino. Krass. Ich überlege gerade, ob ich im Caesars, ob ich das mal rausgeholt habe. Das wäre verrückt gewesen. Du kannst halt so crazy drückt mich auf den Boden. manipulieren oder durchs Handy mitzählen oder rechnen oder sowas. Das darf man halt alles nicht. Ne? Das ist so eine verrückte Welt. Ich freue mich drauf. Wir haben 26 Grad, ich habe das schon gecheckt. 26 Grad Sonne. Das heißt, wir werden einfach mit einem schönen, richtig geilen, meinst du eigentlich, der fährt genau da lang, wo wir auch lang fahren? Ja, aber das ist auf jeden Fall Zufall, denke ich. Ja? Nein, natürlich nicht. Was soll ich sagen? Wir werden auf jeden Fall mit einem schönen, dicken Sonnenbrand wieder hier in Deutschland ankommen, mit dem man auch ordentlich angeben kann. Also, das schmeckt schon. Ah, jetzt fahren durch die Schanze, Mann. Geil! Hier hat alles angefangen. Ja, absolut. Hier habe ich ja früher gewohnt. Das war so geil. Hier, wir haben doch mal hier gesehen, wie so ein Rollerfahrer mit so einem Mietroller sich komplett aufs Maul gelegt hat. Ja, kennen die Leute die Story das schon? Gar nicht mehr. Nein. Ja, erzähl mal. Das war so geil. Also wirklich. Ich wette, selbst wenn du das jetzt erzählst, weil man Digga, neigt, hier ja, ist man eine neigt ja immer Fahrbahn, dazu, da parken die drauf. man neigt ja immer dazu zu übertreiben, wenn man irgendwas erzählt. Aber ich wette, wenn du das jetzt erzählst, es wird trotzdem 1:1 so sein. Weil es war wie im Film.
Es war Ich erinnere wie mich gar nicht mehr, ein Film. warum es am Anfang passiert ist. Ich glaube, er wollte filtern oder so, ne? Und dann ist er so am Gas hängen geblieben. Oder das Hinterrad hat durchgedreht und er hat es nicht gecheckt und sein Roller ist so voll gegen ein Auto geflogen, oder? Nee, pass auf. Oder war das erst Soll als ich erzählen? zweites? Ich weiß Erzähl das noch, du das. ich weiß das noch 100%. Also, pass auf, Leute. Wir waren hier, standen vor der Tür, ich glaube sogar mit den Motorrädern, ja. Und einer mit diesen Rollern, der hatte auch irgendwie so Einkaufstaschen oder so dabei, der wollte dann losfahren, hat aber irgendwie zu viel Gas gegeben und hat das Ding volle Pulle weggeschmissen, mitten auf die Straße. Es hat unnormal gekracht, wirklich. Es war richtig laut. Ne? Ja. So, und dann dachte ich nur so, oh Gott, ist das peinlich. Und er war Ja. halt dann voll unter Adrenalin, voll am Shaken. Der rennt direkt zu dem Roller hin, wirklich instant. Rennt direkt zum Roller hin, greift den Roller am Gasgriff. Ja, am stimmt. Gasgriff. Wirklich. Und dann fliegt das Ding. Dann fliegt das Ding nochmal und nochmal krasser über die ganze Straße. Wirklich, also ihr müsst euch das vorstellen, so ein Ding kippt um, ne? Der läuft, greift das, bleibt hier hängen und dann fliegt das halt einfach nur weg und dann kam so ein BMW entgegen und fast, das war Ach so ja, krass, stimmt. der Roller ist fast in das andere Auto reingeflogen. Und dann kamen Leute zu dem und ohne Scheiß, mir war das so peinlich schon und ich stand nur daneben. Für ihn war das, glaube ich, die schlimmste Situation ever. Und dann ist er losgefahren und auch so voll, ich weiß ja, ob der unter Drogen war oder so richtig shaky, so und gibt da Gas wie ein Vollaffe, wirklich. Tat mir echt leid in dem Moment, der Typ. Vielleicht war der einfach betrunken, das war irgendwie so Freitagabends oder sowas, ne? Guck mal, Sehr das gut. ist ja ein komisches Grün, der Porsche. Aber das war auf jeden Fall eine klasse Story. Das war heftig, das werde ich nie vergessen. Das war so, es war wie ein Film. Ich dachte, ohne Scheiß, irgendwo steht einer mit einer Kamera und das ist für ein YouTube-Video oder so. So ein Prank quasi. So, glaubst du, der kommt uns jetzt hier wieder hinterher? Nee, Herr Bichter, das wäre richtig witzig. Das wäre echt So crazy. voll random. Oh, ich würde sagen, wir beenden mal das Video. Wir fahren schon wieder ewig durch die Gegend. Es macht auch Spaß, obwohl es kalt ist. Ja, Ich habe das echt vermisst, David. Hier, gib mal einen Check. Ich habe das echt vermisst. Geiles Video. Endlich mal wieder ein bisschen abdriften. Ab und zu kommen die Videos ja auch mega geil an. Ich feiere das. Manchmal nicht so. Bei mir ist gerade sowieso durchwachsen. Aber so ist es halt manchmal. Ich mache das, was ich feiere. Und im Moment feiere ich das extrem. Ne? Ich bin mal gespannt, was alles so in China passiert. Aber wie gesagt, keine Sorge. Alle 2 Tage kommen Videos. Ist natürlich vorproduziert. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Däumchen wie mal ein Träumchen. Schaut bei David vorbei. Wir machen bei ihm auch noch einen coolen Vlog. Und mehr gibt's nicht zu sagen. Außer macht's gut. Peace und haut rein in den Anfang. Pa.